Hello, 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 friends. Hallo, 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 Freunde. Let's go ahead and do another new series. Lasst uns eine neue Serie beginnen. We will call it God, Believe and Use Your Failures. Wir nennen sie Gott, benutzt sogar dein Versagen. Okay, so look what the Bible talks. Schau, was die Bibel sagt. Beautiful story. So eine schöne Geschichte. It's the story where Peter denied Jesus. Es ist die Geschichte, in der Petrus Jesus verleugnete. Or actually, where Jesus told Peter that he would deny. Oder in der Jesus Petrus sagte, dass er ihn verleugnen wird. In Luke chapter 22, In Lukas 22, verse 31, Vers 31, here's what the Bible says. sagt die Bibel folgendes. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. But I have prayed for you that your faith should not fail. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. And when you have returned to me, Wenn du einst zurückgekehrt bist, strengthen your brethren. so stärke deine Brüder. Look at the arrogance of Peter. Schau dir die Arroganz von Petrus an. It's really, really crazy. Es ist wirklich verrückt. But he said to him, Lord, I'm ready to go with you, Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, both to prison and to death. auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. And then Jesus said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. Jesus aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. You see, if you read the whole story, Wenn du die ganze Geschichte liest, before Jesus said Peter that Satan has decided to sift him like wheat, bevor Jesus sagte, Petrus, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, Jesus actually told the disciples that they all will leave him. sagte Jesus seinen Jüngern, dass sie ihn alle verlassen werden. The other 11 never said anything. Die anderen 11 sagten nie etwas. Peter said, listen, me? Never. Petrus sagte, ich? Niemals. You know, he says he would even be willing to die. Er sagte, dass er sogar gewillt ist zu sterben. Look, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. You know, it's really interesting Es ist wirklich interessant, that if we don't see the condition of our own heart, wenn wir den Zustand unseres eigenen Herzens nicht sehen, then we think that there's something we would actually never do, but then we actually do it. dann denken wir, dass es etwas gibt, das wir nie tun werden, das wir aber tatsächlich tun. At my heart seminar, I tell people, In meinem Herzseminar sage ich den Leuten, never fool yourself mach dir nichts vor and think there is something you would not do or a sin that you would not commit. und denke nicht, dass es etwas gibt, das du nie tun wirst, eine Sünde, die du nicht begehen wirst. Because if you don't watch your heart, every one of us are capable of doing anything. Denn wenn du dein Herz nicht bewachst, ist jeder von uns fähig, alles zu tun. I believe that Peter was sincere. Ich glaube, dass Petrus ehrlich war. I believe that he actually really thought he would never do that. Ich glaube, dass er tatsächlich dachte, dass er dies nie tun würde, Because he didn't see the pride in his own heart. weil er den Stolz in seinem eigenen Herzen nicht sah. But yet he did. Doch er tat es. You know, it's very interesting when Jesus took the 3 disciples in the garden, Es ist sehr interessant, als Jesus die 3 Jünger mit in den Garten nahm, which happened right after the story I just read. was unmittelbar nach der Geschichte passierte, die ich eben gelesen habe. So he took them to the Garden of Gethsemane, Er nahm sie mit in den Garten Gethsemane and then, you know, he went to pray. und dann ging er beten. And the 3 disciples, they fell asleep. Peter, James, and John. Die 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, schliefen ein. So look in the same chapter, verse 40, what it says. Schau, was im gleichen Kapitel in Vers 40 steht. So in Matthew, here's what Jesus said in verse 40. In Matthäus 26, 40, schau, was Jesus zu Petrus sagte. He said, Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. look, he didn't say to the 3 disciples. Er sagte es nicht zu den 3 Jüngern. He only said it to Peter. Er sagte es nur zu Petrus. And then he said, Und dann sagte er, watch and pray lest you enter into temptation. wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Now, sometimes you don't understand what really happened
Manchmal verstehst du nicht, was wirklich passierte, unless you read the same story in all of the gospel and get the complete picture. es sei denn, dass du die Geschichte in allen Evangelien liest und das ganze Bild siehst. Because everybody tells their perspective. Jeder erzählt es aus seinem Blickwinkel. So Luke, for instance, he didn't say that Jesus said it to Peter specifically. Lukas zum Beispiel erwähnt nicht, dass Jesus dies konkret zu Petrus gesagt hat. But Matthew remembered that Jesus didn't say it in general. He specifically turned to Peter. Aber Matthäus erinnert sich, dass Jesus dies nicht allgemein sagte, sondern speziell zu Petrus. And I believe these little details are very important. Und ich glaube, dass diese kleinen Details sehr wichtig sind. Peter was the one who said, I will never deny you. And then Peter was the one who fell asleep. Couldn't even pray with Jesus. Denn Petrus war derjenige, der sagte, ich werde dich nie verleugnen. Und dann war Petrus auch derjenige, der einschlief und nicht mit Jesus betete. So now Jesus said to Peter only, hey, watch and pray. Jetzt sagte Jesus nur zu Petrus, wache und bete. And what did Peter do? Was machte Petrus? He fell asleep again. Er schlief wieder ein. So he did not take Jesus serious. Er nahm Jesus nicht ernst. There's a lesson to learn. Das ist eine Lektion, die man lernen muss. See you tomorrow. Sehe dich morgen.